Der Holon Mover ist eine Ergänzung für den ÖPNV und kann dazu beitragen, die Mobilitätswende erfolgreich voranzutreiben. Ich bin Felix Dreier, ich bin bei Holon als Head of Autonomous and Connected Car beschäftigt und damit zuständig für die Automatisierung und Vernetzung des Fahrzeugs. Im Wesentlichen besticht der Mover durch die Flexibilität und die Digitalisierung, also die Integration in so ein Mobilitätskonzept und kann damit einen On-Demand-Use-Case erfüllen. Also je nach meinem Bedarf kann ich den Mover eben zu mir rufen. Er ist nachhaltig, dadurch, dass er elektrisch angetrieben ist und somit lokal emissionsfrei. Es ist ein inklusives Angebot. Wir haben eine automatische Rampe, ein Rollstuhlsicherungssystem, Braille-Schrift, sodass wir alle eigentlich in das Mobilitätsangebot einschließen können. Wir sind bei Holon nicht zwangsläufig in der Lage, alle Kompetenzen und Ressourcen hier am Standort selber aufzubauen. Deswegen verfolgen wir einen Partneransatz für auch wesentliche Teile des Holon Movers, um letztendlich auch von den spezifischen Stärken der einzelnen Partner und Lieferanten zu profitieren. Und Waltech Mobility ist ein super Beispiel für. In dem Projekt tritt die Waltech Mobility als der Partner für die Cloud auf. Das heißt, wir beraten die Holon dabei, was wird denn da überhaupt benötigt, aber wir konzeptionieren diese Cloud auch, entwickeln auch die Dienste, die da nötig sind, begleiten aber auch weiterhin über Integration, bis das Produkt dann auf der Straße ist. Alle Informationen kommen von dieser Cloud und das Fahrzeug sendet auch alle Informationen an diese Cloud und da sind dann die Daten und die Kommandos und die Dienste verfügbar für Umsysteme. Sei es ein Infotainment-System, das steuert, was wird dann in dem Fahrzeug angezeigt, sei es der Betreiber, der vielleicht wissen möchte, wo sind denn die Fahrzeuge gerade, wo sollen die als nächstes hinfahren, was passiert, wenn die Fahrzeuge an der Station ankommen. Alle diese Themen werden über diese Plattform abgebildet. Wir stecken mit der Entwicklung im Moment mitten in der Konzeptphase, die wir Anfang nächsten Jahres abschließen, um dann den nächsten Schritt zu machen, um fahrende Fahrzeuge aufzubauen, die wir dann in 2024 auf Teststrecken erstmal erproben können, um dann vorbereitet zu sein, um in 2025 die ersten Fahrzeuge in Pilotanwendungen auf die Straße zu bringen.